Klimawissenschaften macht man zu einem gewissen Anteil immer aus Idealismus und das ist bei mir auch nicht anders. Also ich wollte gerne irgendwas machen, was zum einen sinnvoll ist und was ich gut mit meinem Gewissen auch vereinbaren kann. Ich arbeite in der Modellierung, das heißt, wir verwenden halt Klimamodelle, um verschiedene Prozesse in der Atmosphäre zu simulieren. Und mein Alltag ist halt, dass ich vorm Computer sitze, unser Modell anpasse und laufen lasse, dann die Ergebnisse auswerte und halt meine Forschungsarbeit betreibe damit. Es gehört auch dazu, sich auf Konferenzen vorzubereiten und mir macht es immer Spaß, irgendwie an Konferenzen teilzunehmen und mit anderen WissenschaftlerInnen mich auszutauschen und auch zu hören, was so der aktuelle Stand der Forschung halt ist. Und auch ganz normale Sachen wie jetzt an Projektmeetings teilnehmen, das ist auch so der Arbeitsalltag. Viele von meinen Kolleginnen sind auch in der Lehre. Wir als Forschende leisten Aufklärungsarbeit, beobachten den Klimawandel oder prognostizieren ihn auch. Und in meiner Arbeit geht es vor allem um Treibhausgase. Ich glaube, das sagt eigentlich jedem was. Ich habe mich dann auf Methan spezialisiert. Und was ich mache, ist quasi die abgeschätzten Emissionen mittels von Messungen in der Atmosphäre zu verbessern. Das heißt, dass wir dann ein genaueres Bild haben, wie hoch die Methanemissionen im Endeffekt sind. In den Klimawissenschaften im Allgemeinen ist es halt auch so, dass wir relativ viele Quereinsteiger haben. Wir haben auch viele Leute, die einfach Physik studiert haben oder Mathematik oder aus der Informatik kommen. Man sollte auf jeden Fall nicht überschätzen, wenn man Klimawissenschaften machen möchte, dass es schon einen sehr hohen mathematischen Anteil hat. Also man muss gut in Mathe und Physik sein, auf jeden Fall. Also bei uns in den Naturwissenschaften ist die Arbeitssprache Englisch. Wir sprechen auch am Institut eigentlich den ganzen Tag Englisch. Wir haben auch sehr viele Kolleginnen aus unterschiedlichen Ländern und dann muss man sich einfach gut verständigen können. Man muss gut selbstständig arbeiten können. Und es kann auch nie schaden, wenn man gut kommunizieren kann, denn je klarer man seine Forschung kommuniziert, desto einfacher ist es auch, mit Leuten in Kontakt zu treten. Wenn man tatsächlich langfristig in der Klimawissenschaft arbeiten möchte, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man schon früh Kontakte knüpft oder wenn man auch während seines Studiums schon die Möglichkeit hat, wissenschaftlich zu arbeiten, so dass man dann halt einfach leichter eine Stelle für eine Promotion findet und dann auch weiterführend leichter eine Postdoc-Stelle bekommt. Postdoc ist quasi eine temporäre Stelle in der Wissenschaft, die man nach seinem Doktorat macht oder machen kann. Also wenn man langfristig in der Wissenschaft arbeiten möchte, dann ist es sehr gerne gesehen, wenn man in unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlichen Teams zusammengearbeitet hat. Deswegen ist es eigentlich zwingend erforderlich, dass man halt flexibel ist in seinem Wohnort, also dass man kein Problem damit hat, auch mal in ein anderes Land zu ziehen und sich da neu einzuleben und dann nach ein paar Jahren auch wieder wegzuziehen und sich dann wieder woanders einzuleben. Auf jeden Fall hat es Einschränkungen fürs Privatleben, wenn man jetzt einen Partner oder eine Partnerin hat, die dann nicht so flexibel ist und nicht mit einem mitziehen möchte und sich auch auf keine Fernbeziehungen einstellen möchte, dann kann das natürlich zu Komplikationen führen. Ja. Und auch wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die auch in der Wissenschaft arbeitet, kann es auch kompliziert werden, weil man nicht unbedingt immer eine Stelle im gleichen Ort findet. Allerdings gibt es in der Wissenschaft nicht so viele langfristige Positionen. Also es gibt dann einmal Senior Scientists. Und wenn man dann noch weiter höher in der Hierarchie aufsteigen möchte, kann man natürlich Professor oder Professorin werden oder auch Teamleiter oder Teamleiterin an einem Institut. Dafür muss man aber dann in vielen Fällen auch eine Habilitation haben. Also Klimawissenschaften sind natürlich ein Thema, was in Zukunft auch relevant bleiben wird und das ist einfach unumgänglich. Allerdings sind Klimawissenschaften auch ein Bereich, der nicht nur teilweise angezweifelt wird, aber auch angegriffen wird. Und wir in der akademischen Forschung hängen natürlich auch von Fördergeldern ab. Also in den Klimawissenschaften gibt es natürlich unendlich viele Gebiete, in die man sich spezialisieren kann. Meistens spezialisiert man sich schon so ein bisschen mit der Doktorarbeit, aber eigentlich ist es nie zu spät, auch in anderen Themenbereichen zu arbeiten. Das hängt dann davon ab, wie flexibel man eigentlich selber ist, wie schnell man sich in andere Themengebiete einarbeiten kann. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, hängt es wirklich von den eigenen Interessen ab, auf was man sich spezialisieren möchte.